Hallihallo, liebe Leute, heute gibt es meine Meinung zum Film Citizen Vigilante, der aktuell besonders stark trendet. Und gerade weil er stark trendet, denke ich, dass relativ viele neue User, die meinen Kanal und meine Arbeit jetzt noch gar nicht so kennen, dass diese vom Algorithmus hier hingeführt werden. Deswegen möchte ich jetzt für diese User vorwegnehmen, dass ich diesen Film aufgrund meiner eigenen persönlichen Erkenntnisse überhaupt nicht so positiv abfeiern kann, wie andere Wahrheitssuchende aus der alternativen Szene das tun. Denn meine persönlichen Erkenntnisse sagen mir, alles, was in der Politik und in der Starwelt geschieht, muss aus der Perspektive einer Actor-Based Reality betrachtet werden, in der alle Hollywood-Stars, Musikstars und Politiker nichts weiter sind als Fake-Identitäten. Fake-Identitäten getarnt durch Verkleidungen, frei erfundene Namen und gefälschte Lebensläufe. Und diese Fake-Identitäten werden schlussendlich allesamt von europäischen Adeligen gespielt, was in Bezug auf Citizen Vigilante ganz konkret heißt, ich möchte diesen Film aus dieser Perspektive hier betrachten. Tja, da jeder Film, wirklich jeder, eine Produktion von adeligen Fake-Identitäten ist, findet man auch zu jedem Hauptdarsteller irgendeinen Hollywood-Star, der genauso aussieht. In diesem Sinne sehen wir jetzt, dass Armie Hammer, der Hauptdarsteller hinter dem patriotischen Selbstjustiz-Paul Strecker aus dem Film Citizen Vigilante, dass dieser Hauptdarsteller genauso aussieht wie Bradley Cooper. Das heißt letztendlich, auch so ein Film, in dem die Agendas der Elite kritisiert werden, ist ein Film, der von der Elite produziert wurde. Ja, nur die Elite hat das Budget, die Filmstudios und die Produktionsfirmen für solche Streifen. Und nur die Elite, das heißt der europäische Adel höchstpersönlich, verkörpert diese ganzen Hollywood-Stars, die da unter falschen Namen als Schauspieler und Stars auftreten. Meinen Stammzuschauern mag das jetzt alles etwas langatmig vorkommen, aber ich muss hier jetzt noch mal kurz für die zahlreichen neuen Zuschauer, die speziell bei diesem Video neu auf meinem Kanal stoßen werden, für diese zahlreichen neuen Zuschauer muss ich jetzt nochmal etwas in das Actor-Based Reality-Thema, also in das Hauptthema meines Kanals, einführen. Wie muss man diesen Film aus der Perspektive der Actor-Based Reality betrachten? Man muss ihn auf jeden Fall als Elitenproduktion betrachten. Zwar mag die Hauptaussage des Films sicherlich eine sehr berechtigte Kritik an den Eliten sein, also mir fällt zum Beispiel auch oft auf, wie die Tagesschau versucht, Ausländerkriminalität zu leugnen, wie dann aber doch aus anderen Quellen haufenweise Nachrichten über von Ausländern begangenen Gewaltverbrechen und Vergewaltigungen hochbrodeln und wie diese Ausländer dann für ihre Gewalt nicht in den Knast wandern, sondern von der Justiz nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Also diese Hauptaussage von Citizen Vigilante ist durchaus richtig, ne? Darin besteht ja gerade die Hauptaussage von dem Film. Der macht auf diesen Missstand wirklich aufmerksam und sicherlich ist das eine absolut berechtigte Elitenkritik. Eine Kritik an der von der Elite gezielt organisierten Massenzuwanderung und eine Kritik daran, wie die Elite definitiv dafür sorgt, dass irgendwie doch nicht alle so gleich vor dem Gesetz sind. In diesem Sinne bin ich durchaus ein Rechtskonservativer, ja, und auch seit circa 11 Jahren ein überzeugter Verschwörungstheoretiker, stehe ich auch zu. Ich stehe auch dazu, dass ich an die Verschwörungstheorie der Umvolkung glaube.
Aber aufgrund meiner Überzeugung von der Actor-Based Reality kann ich jetzt zwei Sachen, die die neu hinzugekommenen Zuschauer damit jetzt vielleicht verbinden, nicht machen. Erstens kann ich nicht eine Partei wie die AfD abfeiern, weil laut der Actor-Based Reality nur die von den Adeligen gespielten Fake-Identitäten in die Parlamente reinkommen, da die Adeligen wirklich, und das sage ich vollen Ernstes, so abstrus sich das für euch anhören mag, da die Adeligen wirklich alle Institutionen kontrollieren, über die man überhaupt erst auf die große Bühne gelangen kann. Und diese Adeligen pflanzen sich durch fieseste abgesprochene Wahlmanipulation selbst in die Parlamente rein. Wer das nicht glaubt, dem verlinke ich an dieser Stelle jetzt ein Short von mir oben rechts. Ein Short, in dem ich einen kleinen Beweis dafür auf den Punkt gebracht habe. Also einen Beweis für diese Wahlmanipulation. Die zweite Sache, die ich nicht machen kann, obwohl sie viele der Zuschauer, die jetzt zum ersten Mal ein Video von mir sehen, wohl von mir erwarten würden, ich kann den Film Citizen Vigilante jetzt nicht für seine Elitenkritik abfeiern. Denn, wie gesagt, auch wenn der Film die Umvolkungsagenda und die Rechtsverdrehungen der Elite kritisiert, wurde er von der Elite höchstpersönlich produziert. So. Und dabei ist die Produktion enger an die persönlichen Mitglieder der Elite gebunden, als man sich das vielleicht erstmal vorstellen kann. Denn jeder einzelne Schauspieler in diesem Film, und das ist in allen Filmen so, ist ein verkleideter Adliger, der sich für die Starrolle einen falschen Namen zugelegt hat. So wie der Monaco-Prinz Pierre Casiraghi in diesem Film Citizen Vigilante zum Beispiel den Star Armie Hammer spielt. Also Armie Hammer ist ein frei erfundener Name einer Fake-Identität. Aber zu dieser Aufdeckung Pierre Casiraghi gleich Armie Hammer komme ich später erst, also ziemlich bald. Aber erstmal, warum also produziert die Elite einen Film, in dem sie ihre eigenen Versklavungsagenten wie die Umvolkung und die ganzen Rechtsverdrehungen selber kritisiert? Na, weil die Adeligen uns mit diesem Film dazu provozieren wollen, genauso stumpf wie dieser Armie Hammer in dem Film mit dieser maßlos übertriebenen Massenmigration und diesen juristischen Ungleichbehandlungen umzugehen. Der Film soll uns zur Gewalt gegen Ausländer und Richter anstacheln, zur rechtenden Selbstjustiz, also der Armie Hammer, der ist ja so ein Selbstjustizvollstrecker letztendlich, und das kann ich persönlich nur ablehnen. Wenn die Elite uns zu ein bisschen Gewalt verführen will, damit sie uns in den Medien als Extremisten abstempeln kann, dann sollten wir ihr diesen Gefallen nicht tun. So viel erstmal zur kurzen Einführung in die Actor-Based Reality vor dem Hintergrund dieses Films. Länger kann ich da jetzt leider nicht einführen. Wenn ihr als neu hinzugekommene Zuschauer eine genauere Einführung wollt, also dann empfehle ich euch, die Kanalbeschreibung durchzulesen und dieses kurze Shorts anzuschauen, das ich jetzt gerade oben rechts verlinke. Im besagten Short nehme ich so eine Einführung im Schnelldurchlauf vor. So, dann komme ich jetzt aber mal zu der eigentlichen Sache der Actor-Based Reality, nämlich zu den Matches. Ich wiederhole hier jetzt nochmal diese beiden Matches, die zeigen, wie ähnlich sich Armie Hammer und Bradley Cooper sehen. Glücklicherweise habe ich Bradley Cooper schon mal in der Vergangenheit aufgedeckt, und zwar war das in diesem Video, in dem ich Lady Gaga als Beatrice Borromeo entlarvte. Das ist so eine Monaco-Adelige. Diese Lady Gaga war ja schließlich mal mit Bradley Cooper zusammen, und da der Ehemann von Beatrice Borromeo Pierre Casiraghi ist, stellte es sich im damaligen Video auch logisch konsequent heraus, dass Bradley Cooper von Pierre Casiraghi gespielt wird. Ich zeige euch jetzt erstmal einige Matches zum Fall Bradley Cooper gleich Pierre Casiraghi, und danach gucken wir dann,
ob auch Armie Hammer, der dem Bradley Cooper so ähnlich sieht, zufälligerweise ebenfalls von diesem Monaco-Prinzen gespielt wird. So, dann kommen wir jetzt mal zu diesem Herrn hier, zu Armie Hammer, der ja den Selbstjustizvollstrecker aus diesem Film Citizen Vigilante gespielt hat. Und dieses Foto von denen kann man so mit Pierre Casseraghi matchen. Und hier nochmal ein Foto von dem Monaco-Prinzenpärchen, bestehend aus Pierre Casseraghi und seiner Gattin Beatrice Borromeo, alias Lady Gaga. Wenn man daraus das Gesicht von dem Pierre nimmt, dann kann man das hier daraus machen. Ja, derselbe stumpfe Dackelblick auf beiden Seiten. Und hier nochmal die dazugehörige Originalquelle zum Bild von Armie Hammer. Und jetzt zeige ich euch noch abschließend, dass Elon Musk vom niederländischen Prinzen Konstantin von Oranien-Nassau gespielt wird. Ja, das ist auch ein älteres Match von mir, das ich hier aus folgendem Grund wiederholen möchte. Uwe Boll, der Regisseur von Citizen Vigilante, bat ja Elon Musk um Hilfe, weil der Film ausgerechnet hier in Deutschland zensiert wurde. Ja, also wenn es um Rechtsextremismus-Verdacht geht, wird unser Völkchen ja wirklich immer besonders schnell geschützt. Und Elon Musk packte natürlich gerne mit an. Für 48 Stunden veröffentlichte Musk den Film in voller Länge auf X. Und dadurch, dass Musk da mit drin steckt, auch dadurch ist wieder automatisch bewiesen, ja, dieser Film wird uns wie üblich von den Fake-Identitäten des europäischen Adels präsentiert, die mal Wasser auf die Mühlen der Rechten und mal Wasser auf die Mühlen der Linken gießen. Halt, um die Gesellschaft ein bisschen zu spalten, ne? Besonders interessant finde ich vor allem, dass die Elite durch die Zensur des Films den letzteren zunächst besonders schmackhaft für uns Wahrheitssuchende gemacht hat, um uns dann im selben Atemzug über die Fake-Identität Elon Musk doch eine Möglichkeit zu geben, uns den Streifen reinzuziehen. Also merken, in Hollywood gibt es keine guten. Citizen Vigilante ist kein Aufklärungsfilm gegen die Elite, sondern ein Film, mit dem die Elite zu Wut und Gewalt anstiften will und noch stärker die Menschen spalten will. Und die nächsten Tage kommen dann wieder die ganzen medialen Debatten über ein AfD-Verbot, das uns eigentlich scheißegal sein kann, wenn es kommt. Die Adeligen versuchen wirklich den deutschen Mittel zu triggern, aber die Erkenntnis, dass da nur Fake-Identitäten von Adeligen hinterstecken, hilft uns natürlich, das Ganze zu durchschauen. Ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ciao, euer Somnidelius Solertius.